Herzlich willkommen zum heutigen Online-Event. Das ist bereits die 5. Ausgabe dieser Online-Event-Serie 24/25 für Treuhänder zum Thema Digitalisierung im Treuhandwesen. Die Agenda sieht wie folgt aus. Nach der Begrüßung und dem Rückblick übergebe ich dann meinem Kollegen Martin Fricker für den Kern der Botschaft. Heute geht es um treuhandspezifische Kennzahlen für die Unternehmensführung. Ohne Bindestrich. Da gibt es eine Fragerunde und einen Abschluss. Aber dazwischen tun Sie nicht zögern, wenn Sie eine Frage haben, die gerade in den Chat hineinzustellen oder Hand zu heben. Da kann ich auch Sie freischalten. Diskussion machen. Diskussion liebst dann am Schluss. Bestens. Jetzt zur Vorstellungsrunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich da. Er ist bereits eingeblendet, Martin Fricker. Martin Fricker ist Geschäftsführer vom Betriebspartner Lean Business. Lean Business hat bereits über 10-jährige Erfahrung mit Vertec, mit Fokus Treuhänder und Anwälte. Und Lean Business betreut über 500 Vertec-Kunden. Lean Business hat selber jetzt etwa 20 Mitarbeiter. Urs Berli, mein Name. Ich tue mich gerne so vorstellen, dass ich als Verkaufsleiter Ihnen eine Frage stelle oder eine Bemerkung gerne loslassen will. Haben Sie gewusst, dass wenn 12 Mitarbeiter von Ihnen jeden Tag 10 Minuten mehr verrechenbare Leistungen erfassen oder eben 10 Minuten effizienter arbeiten können, dann schenken Sie im Jahr 80.000 Schweizer Franken. Reden wir kurz über Vertec. Vertec hat über 30 Jahre gewachsene Branchenexpertise im Treuhandmarkt. Sie finden da ein paar von unseren Referenzkunden. Wenn Sie auf unserer Webseite sind, dann gibt es dort oder an einem anderen Ort auch sogar Success Story und oder ein Video, wo Sie hören, wieso Vertec so passend ist. Noch ein kurzes Wort zum Mandatsmanagement wirtschaftlich gedacht. Unser Best-of-Breed-Ansatz von Vertec. Was heisst das? Mandatsmanagement wirtschaftlich gedacht. Das heisst für uns, Vertec konzentriert sich auf die profitable Steuerung von Ihrem Unternehmen und sichert damit den wirtschaftlichen und prozessualen Erfolg von Ihren treuhänderischen Tätigkeiten. Und Best of Breed meint, dass Vertec zudem über Standardschnittstellen verfügt zu den gängigsten Umsystemen, da im Treuhandbereich namentlich meistens ein FIBU und öppe auch ein DMS. Wie ist Vertec aufgebaut? Vertec hat neben den branchenüblichen Funktionen wie Kontaktverwaltung, Mandatseröffnung, Leistungsspesenerfassung, Rechnungsstellung, Mandatsmanagement oder Fristenkontrolle im Kernprodukt und den sogenannten Zusatzfunktionen drin. Und Vertec kann dazu auch noch kundenspezifisch individuell erweitert werden. Und das Beste an dem Ganzen, es bleibt releasefähig. Noch ein kurzes Wort zu der Holding-Sicht. Das kommt noch vielfach vor, dass nämlich Treuhänder ein Firmenkonglomerat haben mit verschiedenen juristischen Einheiten. Und da sichert Vertec, wenn man das zwar aus Einwertung heraus nutzt, sichert aber Vertec, dass dann der Rechnungskopf immer der richtige Briefkopf hat und man dann die entsprechende Finanzbuchhaltung der einzelnen juristischen Einheiten auch richtig bebuchen. Alle Mitarbeiter können darum in einem Vertec Leistungen erfassen und kann man das verrechnen. Jetzt ein kurzer Blick zurück, was bisher geschah. Wir tun das unter Unternehmen Events, wir das gut dokumentieren. Sie sehen das auch hier auf der Webseite bei uns. Jetzt muss ich die Webseite schnell öffnen und Ihnen zeigen, das ist nämlich genau da. Unter der Treuhand oder unter diesen Online-Events, ich bin da über Unternehmen zu diesen Events gegangen und dann da im Bereich von diesen Online-Treuhand-Events, da wird auch alles sehr schön dokumentiert.
Sie sehen also da die Aufnahmen von den letzten Mal. Das geht da zur Aufzeichnung jeweils, wenn Sie sich etwas nachschauen wollen. Bestens. Damit habe ich von meiner Seite geschlossen und jetzt übergebe ich gerne dir, Martin. Jawohl. Ich hoffe, Sie sehen mein Bildschirm. Wunderbar. Grüezi miteinander. Ja, was will ich Ihnen heute zeigen im Wertec? Ich werde Ihnen nur ein paar wenige Folien jetzt zeigen, aber nachher im Wertec, wie treuhandspezifisch die Kennzahlen aussehen, wie die zustande kommen und was ihnen auch nützen tun. Zuerst, warum überhaupt treuhandspezifische Auswertungen? Weil ein Berater, eine Anwaltskanzlei, ein Ingenieur braucht ja auch Auswertungen. Der Grund sehen wir hauptsächlich darin, dass Ihr Business Mehrheit besser planbar ist wie andere Branchen, wie ein Anwalt oder uns, meine Firma selber, wo nicht so wiederkehrend ist. Und das Wiederkehrende möchte ich Ihnen nachher zeigen. Sagt das aus der Sicht Personalplanung, sei es auch, dass man es in der Rechnungsstellung sieht, natürlich in den treuhandspezifischen Kennzahlen und nachher möchte ich Ihnen auch noch ein paar Umsatzauswertungen entsprechend zeigen. Last but not least auch Sie können die Informationen natürlich auch im Power BI haben. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie auch andere Datenquellen ausgewertet haben, also nicht nur Datenquellen Vertex, sondern auch von Ihrer Buchhaltung oder von einer Drittquelle, wo Sie Gesamtsichten haben von den entsprechenden Zahlen. Ja, noch 2, 3 Worte zu Lean Business. Der Urs Bärli hat es schon erwähnt, wir sind seit 2011 auf dem Markt mit dem absoluten Fokus auf Treuhand und Anwalt. Warum die beiden Branchen? Sie haben zum Teil auch Gemeinsamkeiten. Ein grosser Treuhänder hat auch Anwälte, meistens als Angestellte, wie auch eine grosse Anwaltskanzlei treuhänderische Aufgaben machen. Und von dort her sind die beiden Branchen, die sich sehr gut ergänzen bei uns. Es sind aber zwei verschiedene Templates, die wir den Kunden entsprechend ausliefern und wo wir auch pflegen tun. Wir können unseren Kunden aus einer Hand Gesamtlösungen anbieten, mit Wertec, mit dem DMS M-Files oder mit SharePoint dazu und natürlich mit Buchhaltung 6, Schnittstelle zu ihrer bestehenden Buchhaltung oder wir vertreiben da bei uns ein Topal. Wir sind 19 Mitarbeiter, bald 20, der Urs hat es gesagt, wo wir in den Bereichen Support, Beratung und Entwicklung unseren Kunden Dienstleistungen anbieten. Das nochmal eine Gesamtübersicht, was bieten wir überhaupt? Wir bieten ein Wertec mit den Informationen, die ich nachher auch zeigen tue, dazu, wenn Workflows gefragt sind, Dokumentenmanagement gefragt ist, dediziertes Aufgabenmanagement mittels Workflows, dann greifen wir da auf M-Files oder SharePoint zurück und wir können auch Drittkunden, also Ihre Kunden integrieren, das mittels SharePoint oder HubShare. Das werde ich vielleicht noch ganz schnell am Schluss zeigen. Das sieht so aus, dass jeder Kunde von Ihnen einen Hub hat oder eine SharePoint-Seite, wo Sie Ihre Daten, Ihre Dokumente austauschen können, dass Sie nicht über E-Mails gehen müssen, dass es in einem geschützten Raum ist, dass man es sogar auch mittels Workflows kann in den ganzen Prozess integrieren kann. Ja, also, ich habe jetzt ins Wertec hineingewechselt, wo ich Ihnen sehr schnell zeigen will, wie überhaupt Daten zustande kommen, wo man nachher entsprechende Auswertungen anschaut. Ich tue da schnell eine Leistung erfassen aufs Mandat Geldspeicher. Im Treuhand-Template ist klar, wir haben dort nicht nur Mandat, sondern ein Teilmandat. Also ich kann da auswählen zwischen den verschiedenen Teilmandaten. Die werden übrigens automatisch generiert für die Folgejahre. Ich tue da für FIBO Teilmandat Finanzbuchhaltung erfassen, sind dann auch die entsprechenden Tätigkeiten auf die Finanzbuchhaltung bezogen und hätten im selben Text und eine Stunde oder 2 Stunden. Warum ist das rot? Das heisst, bei dem Teilmandat ist ein Budget hinterlegt und das Budget ist schon aufgebraucht. Wenn ich jetzt da ein anderes Teilmandat entsprechend anwähle, dann sehen Sie, upsala, nein, Mehrwertsteuer nicht, sondern wir nehmen den Jahresabschluss, da ist es noch grün oder es ist erscheint keine Farbe, das heisst, es ist dort kein Budget hinterlegt worden. Nehme ich Steuern, da sehen Sie jetzt, da ist ein Budget hinterlegt worden, das ist ein grüner Bereich.
Mit diesen Farben, das ist natürlich nicht so, dass Sie die haben müssen. Ich will da nur symbolisieren, wir können alles anpassen, sechs in so Spalten rein, sechs aber auch in eine Form rein, wo Sie andere Darstellungen haben in einem Mandat oder andere Informationen dazu. Sie kommen mit Werten die Informationen über, die Sie brauchen und nicht die Informationen, die ein anderer Kunde hat, die Ihnen gar nicht passen, sondern es soll auf Sie maßgeschneidert sein. Jetzt, warum habe ich die Leistung erfasst? Um da ganz schnell zu zeigen, mit einem Doppelklick bin ich in den Detail von einer Leistung und wir haben 4 Zahlen, die uns nachher werden verfolgen bei der Auswertung. Ich habe 2 Stunden erfasst, zum Ansatz habe ich die Leistung erfasst und je nachdem kann ich beim Erfassen könnte die Leistung schon korrigieren, was natürlich fast niemand macht und meistens auch kein Recht dazu hat, sondern beim Verrechnen kann die Leistung entsprechend angepasst werden und es könnte ja noch der Ansatz angepasst werden. Daraus resultierend sehe ich nachher, wie ist die Produktivität von einem Mitarbeiter, wie ist die Marge von einem Mandat etc., wo basierend auf diesen Informationen entsteht. Gut, ich tue das zu und will ganz schnell rein. Nein, als ersten Punkt will ich Ihnen die Personalplanung zeigen. Dass auch da wieder die Basis, die wir nachher für die Auswertung brauchen, dass Sie wissen, wie die Personalplanung zustande kommt. Und ich habe das da. Sie sehen da Personalplanung, das ist ein weiterer Ordner, wo je nachdem, wenn jemand mit dem konfrontiert ist, kommt der Ordner entsprechend über, wenn er das Recht hat und kann entsprechend Personalplanung machen. Ich habe da Auslastung, Übersicht Auslastung der aktiven Mitarbeiter und werde Ihnen da ganz kurz zeigen. Ich gehe auf die Anomalie und da zeigen, wie kommen die Daten zustande. Und da sehen wir jetzt Daten vom 24 und 25, die ich Ihnen da entsprechend anzeigen kann. Und ich kann die natürlich nicht nur anzeigen, sondern ich kann, Moment, ich will das Bearbeiter, Entschuldigung, ich habe das falsche Menü gewählt. Ich habe die Bearbeiterplanung Menü öffnen, dass ich nicht nur Daten kann anzeigen kann, sondern ich will Ihnen ganz schnell zeigen, wie man auch die Daten entsprechend kann anpassen kann. Ich stehe auch wieder auf die 2 Jahre bezogen, kann ich es anzeigen oder ich kann meine entsprechenden Daten ändern, sei das der Beschäftigungsgrad, sei das, dass ich in Tag oder in Stunde kann die Bearbeiterplanwert anzeigen. Und da haben wir ein bisschen erweitert, wie wir es grundsätzlich die Werte im Wertdeck zur Verfügung haben, wo wir natürlich Ferien und Abwesenheiten wie Militär etc. haben wir doch oft angetroffen bei Treuhändern. Es ist noch für Spezialaufgaben, müssen Zeiten entsprechend geplant werden für Weiterbildungen oder je nachdem wird man noch eine Reserve drauf haben. Das ist der Planwert, wo man pro Mitarbeiter tut hinterlegen, wenn sich etwas ändert. Wenn es nicht ändert, müssen Sie natürlich das nicht jedes Jahr neu machen, sondern Sie können die Werte vom vergangenen Jahr übernehmen. Aber dort, wo Sie wissen, es gibt eine Ausbildung, es gibt eine geringere Verfügbarkeit von Mitarbeitern oder in den Unternehmensgesetzen noch nach anderen Aufgaben aus, wo man die Mitarbeiter nicht mehr zum gleichen Prozentsatz verplanen, dann haben Sie das da entsprechend zur Verfügung. Resultierend darauf sehen Sie nachher die Auslastung, die Planauslastung entsprechend von den Mitarbeitern. Also wenn ich da bei Anna Meier 1716 Stunden habe und ich sehe jetzt, ich habe erst budgetierte Stunden auf das 2025 von 440 Stunden. Das heisst, da mit anderen Mitarbeitern sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Da müsst ihr natürlich entsprechend die Planwerte überarbeiten und dort, ich habe jetzt die Sicht vom Mitarbeiter, was ist die Verfügbarkeit, jetzt muss ich die Sicht von dem Mandat haben, um da entsprechend die Auslastung auf der Mandatsebene anzuschauen. Also ich habe eine Mandatsübersicht pro Leistungserfasser. Entweder kann ich jetzt da die Anna Meier auswählen und ich plane nur auf sie, wenn sie nicht allzu viele Mitarbeiter haben. Man kann natürlich auch für Gruppen von Mitarbeitern das auswählen. Das sind nur Filterkriterien. Kann ich natürlich auch sagen, ich will es auf alle entsprechend dargestellt haben. Und dann komme ich meine Mitarbeiter über und sehe entsprechend meine Mandatssicht, die ich da zur Verfügung habe.
Und da könnte jetzt natürlich bei der Anna Meier sagen, auf dem Gründer GmbH ist ein anderer Wert, wo ich müsste verplanen für sie, wo man merkt, bei dem Mandat gibt es nicht wie in der vergangenen Periode 70 Stunden, sondern wir müssten jetzt das entsprechend korrigieren. Und so können Sie durch Ihre Mandate durchgehen. Je nachdem brauchen Sie noch einen Filter, wie Sie das bei sich jetzt ein bisschen anders sich dargestellt haben. Und dann wir die Filterung da oben auch wahrnehmen. Weil wir haben da einerseits kann man den Mitarbeiter wählen, andererseits kann man auch die Leistungen vom BIS wählen, wo ich dann sehe, ja, was ist jetzt da in dem Zeitraum, was sind jetzt für Leistungen aufgelaufen in dem Jahr? Sind das, und ich will ja nachher planen für das nächste Jahr und will das da entsprechend auch vortragen. Also so gehen Sie durch, um entsprechend Ihre Mitarbeiter entsprechend verplanen. Und am Schluss können Sie entsprechend auf die Liste gehen und können da sagen, Sie wollen die Planwerte, die Personalplanwerte auf die nächste Periode vortragen und dann werden die Werte vortragen. Da wäre jetzt, wenn man das Jahr zum Beispiel 26 hat, dass Sie das entsprechend dort vortragen können. Da wäre der Abschluss. Also einerseits brauchen Sie die Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Wenn sich dort etwas ändert, können Sie das entsprechend ergänzen, korrigieren. Andererseits, wenn sich Ihrem Mandat etwas ändert, wir haben die Vergangenheitswerte, die können Sie sich einblenden lassen. Wir können es auch auf Jahre zurück noch entsprechend Ihnen zur Verfügung geben. Und Sie können da Ihre Sicht auf die nächste Planperiode entsprechend anpassen und Ihnen vortragen, dass Sie nachher einen entsprechend Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung haben. Resultierend ist sicher daraus die Übersichtsseite, Planwert, budgetierte Wert, Auslastung und Sie können auch Übersicht, Mandat, Moment haben wir da, einen Wert nachher entsprechend auf das Jahr bezogen, wo Sie sich da auswählen können und sich die entsprechenden Werte anzeigen können. Gut, das wäre die Sicht Mitarbeiter und Mandatsplanung. Jetzt gehe ich schnell Ihnen zu zeigen, wie man denn überhaupt die Werte, die resultieren von der Leistungserfassung in die Rechnungsstellung hineinkommen, bevor ich nachher zu den Auswertungszahlen komme, ja eigentlich der Hauptteil ist vom heutigen Webinar. Ich gehe in ein Mandat rein. Ich habe ja da eine Leistung erfasst. Wir haben ja vom Wertdeck aus überall eine Verlinkung in die Informationen, die für Sie relevant sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich da rechte Maustaste mache und ich will jetzt nicht ins Mandat rein, sondern ich will die Dokumente rein. Es ist gleich, was Sie brauchen von der Leistungserfassung, tut es entsprechend nachher aufrufen und Sie können dort rein entsprechend verzweigen. Ich will jetzt da verzweigen mit dem sind alle Dokumente aufgegangen, gruppiert nach Klassen in dem Mandat hinein. Ich werde jetzt da aber verzweigen in die Mandatsinformationen mit dem Pfeil. Und da habe ich alles, was im Mandat passiert ist, inklusive Checklisten, Aufgaben, die im Mandat automatisch generiert werden, etc. Das kann man im vergangenen Webinar anschauen, wie die zustande kommen, wie die vorgetragen werden. Man sieht es da unten an. Was ich jetzt aber heute zeigen will, ist einerseits eine Rechnung, die ich anschauen will. Wie kommt denn die? Was hat man da für Informationen zur Verfügung? Ich habe jetzt einfach eine vergangene Rechnung auftun und dann sehen Sie, bei der Rechnungsstellung haben Sie wiederum die Informationen von den Teilmandaten, sei das, was budgetiert worden ist, und sechs, was aufgelaufen ist, was Sie dann in Rechnungsstellung in die Rechnung können verrechnen. Also, dass Sie jederzeit auch bei der Rechnungsstellung die relevanten Informationen zur Verfügung haben, wo Sie aus Sicht budgetiert, aktuell, allenfalls Vergangenheit, Vergleichswert, dass Sie da dem Kunden die richtige Rechnung stellen können, weil es ja oft ähnliche Rechnungen sind für Mehrwertsteuerabrechnung, immer wieder ähnlich oder für einen Abschluss beim Kunden. Dann weiter, Sie sehen da auf der Rechnung, was ist erfasst worden, Stundensatz, was sind allenfalls, wenn man Kosten auch mitzieht, was sind Kosten, die aufgelaufen sind, dass Sie die relevantesten Informationen immer zur Verfügung haben.
In der Übersicht von allen Rechnungen haben Sie gewisse Werte, Brutto, Nettowert, was sind Leistungen, was sind Spesen. Oder in der Auswertungen pro Jahr, Rechnungsauswertung pro Jahr, sehen Sie die Jahresvergleich gerade wiederum, wo am Kunden in Rechnung gestellt worden sind, 23, 3, 4, 25, wo entsprechend die Rechnungen gestellt worden sind. Auch das soll auch wieder illustrieren, es sind Informationen, die das Bedürfnis, die uns Kunden zugetragen haben, aber durchaus kann es natürlich sein, dass es bei Ihnen ein bisschen anders aussieht, mit noch auf Teilmandat bezogen, wo Sie in so Listen haben oder etwas mehr oder weniger, dann passen wir das an. Das ist für den Administrator, der geht in die Einstellungen hinein und holt Ihnen die Informationen, die Sie entsprechend brauchen. Nicht, dass Sie sich da mit Spalten auseinandersetzen müssen, die für Sie gar keine Relevanz haben. Gut, dann vielleicht noch etwas für die, die auch Werttage kennen. Ich gehe das zu und gehe noch ganz schnell in die Verrechnung rein und mache in der Suche, wenn ich jetzt zum Beispiel da Geldspeicher AG Test eingibt, das könnte auch ein Auswahlfenster sein, wo Sie nicht drauf, das muss natürlich das entsprechende Projekt sein, nicht eine Nummer. Und Sie kommen da entsprechend die Rechnungen über von dem entsprechenden Kunden. Nur auch da wieder die Filter, wenn Sie etwas suchen müssen, ob es über Rechnungsnummern ist, über ein Mandat oder wenn Sie anders suchen, wie Sie gerade möglichst schnell an eine Rechnung kommen wollen, dann wird das Ihnen entsprechend zur Verfügung gestellt. Gut, dann komme ich zum Kern vom heutigen Webinar. Das sind die mandatspezifischen Auswertungen. Die treuhandspezifischen Auswertungen. Ich gehe da entsprechend in die Auswertungen rein, Lean Business, und ich habe da die Treuhandkennzahlen. Da will ich Ihnen 2, 3 Kennzahlen ein bisschen näher bringen. Einerseits zum Beispiel eine Bearbeiterauswertung, wo Sie sich sagen können, ja, auf welches Jahr bezogen, wenn Sie alle bearbeiten, also Mitarbeiter, oder wenn Sie ganz schnell Zahlen auf jemanden spezifisch anschauen. Ich nehme jetzt da zum Beispiel die Anna Meier und dann kommen Sie da entsprechend die Zahlen über. Was ist in welchem Monat hat Anna Meier gemacht? Was ist offen, was ist verrechnet, was ist allenfalls abgeschrieben worden. Oder Sie wollen die gleichen Zahlen entsprechend für ein Team oder für die ganze Unternehmung haben und dann kommen Sie entsprechend die Zahlen über, auf den Monat bezogen. Und es ist ja gerade bei Ihnen ja noch sehr zentral. In Q1, Q2 läuft ja viel mehr wie wahrscheinlich im Q3, dass man auch die Vergleichbarkeit wieder hat. Was ist in dem Monat passiert? Was hat der Mitarbeiter dort performt? Was ist erfasst worden, verrechnet oder entsprechend abgeschrieben worden? Als eines von den Beispielen von der Auswertung. Das zweite, fakturierter Erlös. Auch da wieder, ich kann ein Jahr auswählen oder ich kann alle Jahre entsprechend nehmen und kann man dann das darstellen. Da haben wir wieder bewusst aufgebaut, auf den entsprechenden Monat bezogen, sehen Sie, was in der Leistung an Spesen, an gesamten Rechnungen fakturiert worden und sind allenfalls Vorschüsse damit noch beglichen worden, dass wir das klare Zahlen haben. Das Gleiche ist Verrechenbarkeit pro Monat. Wiederum da die Filter, will ich auf alle Mitarbeiter, will ich aufs ganze Jahr gehen. Wenn ich auf alle Mitarbeiter gehe, habe ich das, bei mir sind es 2, die da Daten haben, wo sie wieder auf die entsprechenden Monate, die entsprechenden Informationen mit überkommen. Oft ist uns die Frage gestellt, ja oder ja, was sind denn die Stellenprozent, wo man entsprechend geschafft hat? Oder wo ist denn die Personalsituation, wie viele Mitarbeiter, also nicht in Stellenprozent, sondern auf Mitarbeiter bezogen, wo sie entsprechend ihre richtigen Zahlen überkommen. Ich will da nicht auf ganz jede Zahl eingehen. Es hat da 6 Mehrzeit, Überzeit kombiniert. Also hat einen Haufen Informationen an,
Auswertungen, die zur Verfügung stehen, und Sie müssen nicht Angst haben, dass die dann einfach überall bei Ihnen erscheinen. Ich hoffe, wir haben Informationen, die für Sie von Interesse sind. Wenn es nicht von Interesse ist, kann man das mit einem Klick ausblenden und die Information erscheint bei Ihnen nicht. Es braucht auch nicht zusätzlich Performance, wenn weitere Auswertungen da sind. Das braucht es nur, wenn man die entsprechend betreiben tut. Was auch immer wieder gefragt ist, angefangene Arbeiten, wo man sieht, ich will ja einerseits die Sicht haben, was hat der Mitarbeiter verrechnet, wie sieht es aber aus. Es sind ja sicher auch angefangene Arbeiten rum, sei es intern oder externe Leistungen, die entsprechend angefallen sind. Und ich kann das aus der Sicht Mitarbeiter oder ich kann es Ihnen natürlich auch aus der Sicht von der Mandat zeigen. Wo ich da wiederum sehe, ich kann den auswählen, allenfalls wählen Projektleiter, dass man da haben oder Mandatstypen. Wir können Mandate auch unterteilen nach verschiedenen Mandatstypen. Und dann habe ich da jetzt die Sicht angefangene Arbeiten aus der Mandatssicht, wo Sie die Informationen zur Verfügung bekommen, dass Sie ein Gesamtbild haben. Sie werden nicht nur die verrechneten Leistungen natürlich haben, sondern auch entsprechend angefangene Arbeiten. Und Bearbeiter, Auswertung, wo wiederum mit den Planwert, wo Sie da nochmal sehen, was sind die Planstunden, was sind Planwerte von einem Mitarbeiter, wo man da entsprechend darstellen kann. Und entsprechend können Sie natürlich dann auch die Produktivitätsabschreibung oder Differenzen haben. Ja, was ist erfasst worden? Was ist denn allenfalls abgeschrieben worden? Wie sieht es aus? Wie ist es im ersten Halbjahr? Wie ist es im zweiten Halbjahr? Ich habe ja gesagt, bei Ihnen sieht das oft ganz anders aus, die Verhältnisse erst und zweites Halbjahr, dass das da bei Ihnen auch entsprechend visualisiert ist. Ja, dann als weiteres noch, das ist eher ein bisschen neutraler, wo nicht ganz auf Treuhand bezogen ist. Ja, wie sieht denn die Umsatzentwicklung aus? Sie können da wieder anzeigen auf entsprechende Perioden. Sie könnten auch wieder auswählen auf den Mandatsleiter bezogen und sehen da, wie sich der Umsatz entwickelt hat von Ihren Mandat, wo Sie haben, auf jeden Monat bezogen, wo Sie das wieder visualisiert bekommen, wie das aussieht. Und wenn Sie es wollen, entsprechend mit dem Vorjahr verglichen haben, kommen Sie die gleichen Informationen wieder mit diesen Filterkriterien, das entsprechend zur Verfügung über mit dem Vorjahr. Das heißt, Sie sehen da die Mandate, ich bin da im Geldspeicher ja im 24, im 25 auf der Zeitachse dann vom 1. bis zum vom Januar bis zum Dezember, wo Sie die Informationen bekommen. Dann wieder etwas ganz Treuhandspezifisches, wo bei Ihnen ja sehr relevant auch ist, wie es mit den Teilmandaten aussieht. Habe ich da noch etwas mitgenommen, Auswertung, Phase und Jahr, wo ich jetzt da wieder kann mein Geldspeicher AG Testmandat eingeben und habe entsprechend auf die Teilmandate bezogen auch sehe ich, wie die Sicht ist vom aufs Jahr, wo ich da oben angebe. Wie hat sich denn das, wie sind die Ergebnisse auf die Teilmandate bezogen? Gut, das allerletzte noch aus dieser Sicht. Ich kann dann einmal das Mandat angeben. Sie können entsprechend einen Monat angeben und Sie haben da das nochmal entsprechend mit ein bisschen anderen Werten, mit Deckungsbeitrag etc., wo Sie entsprechend die Daten bekommen. Was habe ich damit zeigen? Treuhandspezifisch heisst, dort, wo Ihre Mandate planbar sind, können Sie das hinterlegen. Sie können die Auslastung, die Verfügbarkeit von Ihren Mitarbeitern hinterlegen, dass Sie mit diesen Zahlen arbeiten können und können die Zukunft
anschauen, wie es bei ihnen aussieht. Wie gesagt, nicht alle Branchen, die wir dürfen bedienen, haben die Planung zu 60-80%. Bei ihnen erleben wir sehr oft, dass sie zum hohen Prozentsatz können, entsprechend ihre Mandate beplanen. Und dazu dient das Instrument, das wir da damit geschaffen haben. In der Schattierung kann sein, dass diese oder jene Zahl noch fehlt. Das Instrument hat genau so, ist es auch ins Leben gerufen worden, von Input von unseren Kunden, wo wir die entsprechenden Zahlen, Auswertungen eingebaut haben. Wir liefern die so aus und basierend von dem kann man dann die noch ajustieren, allenfalls auf Wünsche, die Sie entsprechend haben. Dann, wenn so Zahlen Sie anders visualisiert haben wir seit neuem ein Instrument, wo Sie da sehen. Viele von unseren Kunden arbeiten auch schon länger mit Power BI. Das ist ein Instrument, das ja von der Microsoft zur Verfügung gestellt ist. Und wir haben vor ein paar Monaten Schnittstelle gemacht zum Power BI. Also aus dem Power BI direkt werden Daten exportiert ins Power BI von Vertec und werden entsprechend aufbereitet. Und da haben wir einfach ein bisschen andere Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben wieder wie im Vertec haben wir die Filter. Ich kann einen Mandatsleiter auswählen, ich kann ein Mandat auswählen, ich kann eine Periode auswählen und kann mir dann entsprechend die Daten visualisieren. Und wenn ich dann von einem Mitarbeiter zum Beispiel Detailzahlen habe von einem allein, kann ich wieder auf einen klicken und ich komme entsprechend die Informationen über. Und auch da wiederum, ähnlich wie im Vertec, ich kann mir verschiedene Sichten auf die gleichen Daten anzeigen, will die Details von dem Mandatsleiter haben, dann zeige ich mir die an und kann mir da etwas auswählen. Oder aus der Sicht von Bearbeiter, wo ich meine Mitarbeiter habe und entsprechend meine Kennzahlen analog zu dem, was ich Ihnen vorher gezeigt habe im Vertec. Mit einem großen Unterschied, wenn Sie weitere Datenquellen integrieren, kann man es mit Power BI gut integrieren. Es ist ein System, das offen ist, wo man x Datenquellen entsprechend kann integrieren und miteinander vergleichen, dass Sie also nicht nur die Erträge sehen, sondern dass Sie auch Ihre Kosten im Detail sehen, wie ist ein Jahr verlaufen, wie ist ein Jahr geplant von der Ertrags- und Kostensicht. Dann habe ich das natürlich da rein, kann ich es gut anzeigen und Sie müssen nicht im Vertec noch irgendwelche Kostensätze mitziehen, wo man auch mitziehen kann, aber da, wo Sie die realen Daten haben aus Ihrer Finanzbuchhaltung, wo man das entsprechend kann darstellen. Das ist die Idee, wenn man beide Sichten haben will, ist das ein gutes Instrument. Die Datenbasis ist genau das Gleiche. Es sind die Kennzahlen, die Werte, die wir im Vertec erfassen und aufbereiten. Ja, das wären meine Erläuterungen gewesen. Und dann bin ich natürlich froh, wenn Sie zu den Punkten von Urs Berli oder zu mir noch Fragen haben, die wir Ihnen entsprechend beantworten können. Danke vielmals, Martin. Im Chat schauen, sind keine Fragen eingegangen. Soweit. Möchten Sie eine Diskussion starten, dann können Sie das im Chat tun oder heben Sie die Hand, dann kann ich Sie auch freischalten, dann können wir noch diskutieren, wenn da der Wunsch ist.